Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem YouTube-Channel von CoolVision. Und in diesem Video geht es um die neue DEX von Waves, die wir uns einmal gemeinsam mit euch zusammen live anschauen wollen. Es gibt mehrere Vorteile, die diese neue DEX hat. Und Waves allgemein, beziehungsweise die Börse an sich, die Waves zur Verfügung stellt, die ist ja dezentral und ich finde die Vorteile davon sehr interessant. Und auf die will ich einmal mit euch eingehen und natürlich diese DEX einmal unter die Lupe nehmen. Also viel Spaß mit dem neuen Video. Und bevor wir hier direkt starten, dachte ich mir, dass wir vielleicht erstmal auf die neuen Vorteile dieser DEX eingehen und sie einmal kurz anschneiden. Also, es soll erstmal eine komplett neue Benutzeroberfläche geschaffen worden sein, die natürlich viel übersichtlicher ist und die auch an die aktuellen Exchanges angepasst ist, um hier natürlich nicht einen Nachteil hervorzurufen für die DEX, sondern natürlich mit der aktuellen Konkurrenz, die eine Monopolstellung versucht aufzubauen, mithalten zu können. Und wir werden im Nachhinein natürlich sehen, ob die DEX das hier schafft. Ich finde, wie gesagt, sie hat mehrere Vorteile und der größte Vorteil meinerseits, und rede ich wirklich nur von meiner eigenen Meinung, ist bei einer dezentralen Börse, dass ein erstellter Token direkt auf der DEX ist und man eben nicht extrem hohe Listingkosten hat, wie zum Beispiel auf Binance. Es ist ja jetzt so, wenn ihr zum Beispiel auf einer anderen Exchange euren Coin listen lassen wollt, dann nimmt sich die Börse dafür natürlich eine große Summe. Würde ich natürlich genauso machen, beziehungsweise jeder wirtschaftlich denkende Mensch würde das tun. Bei einer dezentralen Börse ist es so, wenn du hier auf der Waves DEX zum Beispiel einen Coin erstellst, ein eigenes ICO machst quasi, dann wird der Coin automatisch auf der DEX gelistet und das finde ich schon mal einen super großen Vorteil. Außerdem will Waves hier eine neue Version der DEX, außerdem verbesserte Möglichkeiten für mobile Anwendungen, für API-Schnittstellen, ein komplett neues Backup quasi haben sie gebaut, das natürlich sicherer sein soll, beziehungsweise natürlich auch einfacher und man hat mehr Möglichkeiten. Das Handelsvolumen finde ich auch schon mal ganz gut. Es sind ungefähr, natürlich, man kann es nur schätzen, 5 Millionen $, die hier alle 24 Stunden quasi gehandelt werden auf der DEX. Das finde ich schon mal gut. Und ein weiterer richtig guter Vorteil dieser DEX ist natürlich auch die geringen Provisionskosten, die ihr habt, wenn ihr hier auf der Exchange selber tradet, natürlich handelt. Es fallen extrem wenig Transaktionskosten an und da sticht Waves natürlich hervor, meiner Meinung nach. Natürlich, alleine wenn ihr einen eigenen ICO machen wollt, kostet euch das lediglich ein Waves. Das sind umgerechnet gerade wahrscheinlich 3 Euro oder sowas und es ist wirklich extrem wenig. Und es ist einer von meinen persönlichen größten Vorteilen, wenn ich das Ganze jetzt bewerten würde. Aber ich denke mal, damit haben wir auch die meisten großen Vorteile und Updates quasi für diese DEX hervorgenommen. Und jetzt würde ich auch direkt in das Video selber starten. Also viel Spaß damit und wir fangen jetzt direkt an, einfach mal diese DEX unter die Lupe zu nehmen. Viel Spaß mit dem Video. So, wir befinden uns natürlich auch schon, wie ihr eben gesehen habt, auf der Startseite und ich habe noch gar nichts gemacht. Wir machen das komplett live und können dadurch natürlich auch direkt unsere persönlichen Eindrücke, sage ich mal, live widerspiegeln. Und ich glaube, es kommt um einiges realistischer, als jetzt einfach nur ein Video vorzuproduzieren, was wir uns schon davor natürlich überlegt haben, was sagen wir und was wollen wir euch zeigen, sondern wir wollen euch einfach nur unsere eigenen Erfahrungen zeigen und das geht natürlich live am besten. Und deswegen klicken wir hier jetzt auch mal direkt auf Get Started, weil wir haben keinen Account, den wir jetzt quasi von einem Backup hier wieder drauf spielen könnten und deswegen machen wir jetzt einfach einen neuen Account und wir sehen hier schon, okay, wir können uns erstmal einen Avatar aussuchen, das finde ich doch schon mal sehr interessant und ja, ich meine, wir nehmen einfach mal hier, der sieht doch ganz lustig aus, den nehmen wir und wir sehen auch schon direkt die Account-Adresse. Diese Account-Adresse ist jetzt natürlich so, ich würde alles, was wir hier direkt bei der Registrierung angezeigt bekommen, irgendwo abspeichern. Mein persönlicher Favorit ist hier eine Word-Datei zu erstellen, einfach alles reinschmeißen, was wir haben an Informationen jetzt hier über diesen Account und das Ganze ausdrucken, wieder vom PC löschen und dann habt ihr es in einer Briefform quasi außerhalb eures PCs, so mache ich das jedenfalls, Klarsichtshülle drum, ab in Ordner und fertig ist die Sache. Natürlich kann man es auf einem externen Gerät quasi speichern. Ich würde es jetzt persönlich nicht auf diesem Gerät speichern, weil wenn natürlich der PC mal kaputt geht, dann ist euer Backup weg und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber es geht auch direkt weiter und wir sehen jetzt schon auf der zweiten Seite, okay, beschütze deinen Account, erstelle erstmal einen Accountnamen, natürlich ein Passwort, wie wir das von allen anderen Seiten auch kennen und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal direkt und nennen ihn hier einfach mal so
Und natürlich muss es auch noch ein sicheres Passwort sein. Ich nehme jetzt mal ein mittleres. Es ist natürlich nur ein Demo-Account, das wisst ihr ja. Und damit starten wir auch direkt. Und wir sehen jetzt, okay, jetzt habt ihr einen Account erstellt. Und was natürlich als nächstes ansteht, ist natürlich ein Backup. So, und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, ein Backup zu machen. Oder wir machen das Ganze später. Wir machen es natürlich jetzt mal live mit euch zusammen, weil ich kann euch das Ganze nur empfehlen, macht ein Backup, wenn ihr euch irgendwo einen Account anlegt. Egal, ob es jetzt Waves ist oder ein anderes Wallet, ein Backup ist immer die Sicherheit, die oberste Sicherheit eures Wallets. Wenn irgendwas passiert, ihr habt keine Möglichkeit mehr hier an euren Account sonst zu kommen. Und das Ganze wird hier auch nochmal wirklich betont. Legt da Wert drauf, legt Wert auf eure Sicherheit und das ist wie gesagt das Wichtigste. Wir haben das Ganze verstanden und wir sehen auch schon, okay, Backup Phrase, das kennen die anderen vielleicht von Coinbase oder anderen Plattformen, vielleicht Blockchain auch nochmal. Und hier gibt es natürlich jetzt diese 15 Wörter. Ich werde dafür mir jetzt einfach mal hier einen Screenshot von machen, dieses ganze Bild dann quasi auf mein Desktop abspeichern, weil ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher bin, ob ich sie nochmal benötigen werde, weil meistens muss man das Ganze dann an der nächsten Seite, auf der nächsten Seite nochmal bestätigen und genau deswegen drücken wir jetzt hier weiter. So. Und da seht ihr es auch schon. Wir müssen nämlich das Ganze nochmal bestätigen. Ich mache das mal kurz und dann sehen wir uns direkt wieder. Und weiter geht's auch direkt hier mit dem Backup. Natürlich drücken wir jetzt auf Confirm und das Ganze geht auch schon los. Wir können jetzt hier speichern. Ich mache das mal für den Demo-Account. Ist, denke ich mal, ganz interessant. Kleine Info noch am Rande. Ihr seht es bestimmt, wir haben im Hintergrund extra ein Waves-Logo anfertigen lassen. Ist ein Unikat. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall einen super coolen Gag, sage ich mal, vor allem für dieses Video hier. Und ja, jetzt müssen wir natürlich noch ähnlich wie die AGBs quasi das Ganze bestätigen. Damit sichert sich einfach Waves selber ab. Kann man auch verstehen, vor allem wenn man hier natürlich ein Unternehmen ist. Und hier hat man natürlich auch noch die Möglichkeit, die Waves-Plattform zu unterstützen, indem man natürlich anonym quasi gewisse Berichte an Waves schickt, beziehungsweise an die Entwickler. Und damit können die natürlich leichter Probleme lösen. Deswegen werde ich das hier auch mal anklicken. Und wir klicken direkt weiter auf Confirm. Und jetzt haben wir schon mal unseren eigenen Account auf der Waves Dex angelegt und können auch direkt loslegen. Und ich muss wirklich sagen, also wenn ich jetzt jemand bin, der überhaupt keine Ahnung hat von diesem DEX, sage ich mal, und ich komme hier rein das erste Mal, es erinnert mich extrem an Coinbase, es erinnert mich ein bisschen an Blockchain, es ist extrem oberflächenfreundlich, es ist extrem leicht zu verstehen, warum. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung. Ich sehe, okay, das hier wird wahrscheinlich mein Wallet sein, alles ist auf Null, macht Sinn, ich habe hier ein bisschen den Chart, sieht alles sehr schön aus. Und man hat hier direkt die Möglichkeit, Waves zu versenden oder einzuzahlen, Bitcoin genauso, Ethereum genauso, alle Coins, alle großen Coins, die hier unterstützt werden auf der Waves Dex, weil auf der Dex selber, also sprich auf der Plattform, wo ihr handeln könnt, sind momentan beziehungsweise größtenteils nur Coins, die natürlich auf der Waves Plattform erstellt worden sind. Das ist auch nochmal ein riesiger Schritt, hier zum Beispiel ERC20 Token oder andere Token mit rein zu lassen. Und hier sehen wir schon, dass einige Coins unterstützt werden. Und das ist auf jeden Fall eine extrem einfache Art und Weise, hier erstmal einzusteigen in diese DEX. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei Waves auf Receive drücken, dann sieht das Ganze auch wieder extrem benutzerfreundlich aus, sehr einfach. Man sieht hier, okay, ich will Waves zum Beispiel einzahlen, entweder hier natürlich normal über eine Transaktion der Blockchain, das heißt, ich habe hier meine Adresse, ich habe hier natürlich der Amount und hier natürlich nochmal einen Link, um das Ganze zu verbreiten, aber die meisten von euch werden es wahrscheinlich mit dem QR-Code machen, ist ja die schöne alte Art und Weise der Blockchain noch. Und man hat natürlich auch noch die Möglichkeit, hier direkt Waves zu kaufen. Hier ist es aber so, dass die nicht den optimalen Kurs haben, deswegen also es geht, man kann hier über die DEX direkt quasi Waves kaufen oder andere Coins, aber natürlich nehmen sie sich hier auch ihre gewisse Gebühr, so wollen natürlich auch Geld verdienen, ganz logisch. Aber hier, wie gesagt, die Möglichkeit natürlich die einzelnen Coins einzuzahlen, Bitcoin genauso. Gibt es natürlich eine Mindesteinzahlungsgrenze, die man überschreiten muss, damit man einzahlen kann, ganz klar. Und man hat hier auch nochmal den US-Dollar, auch nochmal sehr interessant, finde ich, weil man hier auch nochmal die Möglichkeit hat, direkt quasi Geld einzuzahlen. Hier steht aber auch direkt dabei, dass es momentan nicht unterstützt wird, international von USA-Banken quasi Geld einzuzahlen. Aber trotzdem, ich denke mal, es wird auch weiterhin unterstützt, da wird es um Regulierung gehen und diese Geschichten. Aber es ist alles im Aufbau und ich denke mal, da wird es auch noch Möglichkeiten geben, früher oder später.
So, wir machen jetzt auch direkt weiter. Und zwar haben wir erstmal oben links natürlich einmal das Wallet, ganz leicht zu erkennen, natürlich als Portemonnaie, sage ich mal, oder als Geldbörse. Und darunter direkt diese Candlesticks. Die werden die meisten Trader von euch kennen. Und wenn wir da drauf drücken, kommen wir eben auch direkt in die Wave-Stacks rein. Und so sieht das Ganze erstmal aus. Ja, ich finde es erstmal, ich habe direkt Lust, ich habe direkt Bock zu handeln. Ich finde es super. Warum? Erstmal sehen wir hier, dass das Ganze über TradingView gemacht wird. Das ist mein Lieblingsplatz zum Analysieren, zum Chartanalyse ziehen und so weiter. Ich hasse das wie die Pest auf Binance oder auf Bittrex, wenn man da versucht, irgendwelche Chartanalysen zu ziehen. Das ist meiner Meinung nach schrecklich. Wir haben hier direkt quasi die Verbindung zu TradingView, haben wahrscheinlich auch die Möglichkeit, genau hier drauf zu klicken und kommen dann direkt quasi zu TradingView, soll uns aber jetzt nicht interessieren. Ihr habt hier direkt die Möglichkeit, verschiedene Analyse-Tools zu machen. Zum Beispiel können wir hier natürlich unsere beliebte Korrekturlinie ziehen, wenn man das mal möchte, und so weiter und so fort. Ich denke mal, man hat hier auch noch den zum Beispiel Fibonacci Retracement, die unterschiedlichsten Sachen, um hier wirklich eigene Analysen zu ziehen. Und man bleibt in der Börse. Das ist super. Weil ich zum Beispiel, ich habe hier 6 Bildschirme. Für mich ist es leicht, auf der linken Seite TradingView, auf der rechten Seite die DEX. Aber Leute, die nur einen Bildschirm haben und die das Ganze ein bisschen kompakt haben wollen, die kommen hier voll auf ihre Kosten. Und was ich wirklich hier sehe, ist, dass sie aus unterschiedlichen Plattformen die besten Sachen rausgenommen haben. Ihr erinnert euch vielleicht eben noch hier an das Wallet, was so ein bisschen, sage ich mal, an andere Exchanges erinnert hat, an andere Wallets. Und das finde ich auf jeden Fall mega gut, dass sie das so übernommen haben, beziehungsweise ein bisschen nachgebaut haben. Aber wenn ihr jetzt bei den Trades guckt, dann erkennt ihr bestimmt, wir warten noch mal kurz, bis es geladen wird, auf der linken Seite diese Sternchen von den einzelnen Coins. Weil da habt ihr die Möglichkeit, das Ganze zu favorisieren. Und das erinnert mich wiederum sehr stark an Binance. Oder es hat mir sehr stark bei Binance gefallen. Weil ihr seht jetzt, wir haben zum Beispiel Ethereum zum Bitcoin gerade favorisiert. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, das Ganze hier nur nach den favorisierten Coins von uns selber zu ordnen. Das heißt, wir haben direkt die Möglichkeit, hier unsere Coins zu favorisieren. Das finde ich sehr gut. Das finde ich super. Und was wir natürlich hier erstmal sehen, die sind die ganzen Währungspaare, ganz klar. Diese Währungspaare gibt es hier momentan. Das sind die, die getradet werden. Das sind die, wo wir direkten Preis haben. Unterschied Volumen, was aktuell drinnen liegt. Und natürlich haben wir die Wave Stacks. Und darum geht es ja im Endeffekt. Wir lassen das nochmal kurz laden. Dann schauen wir uns das an. Sehen hier zum Beispiel, dass wir gerade Waves zum Bitcoin offen haben. Bitcoin gerade so ein bisschen, vielleicht gehe ich runter. Wenn er jetzt korrigieren sollte, geht Waves natürlich mit runter. Wir sehen auf der linken Seite das Orderbook. Werden die meisten Trader von euch auch kennen. Und hier unten sehen wir auch direkt Buy- und Sell-Optionen. Das erinnert mich wieder sehr stark zum Beispiel an Binance. So ähnlich ist es hier aufgebaut. Man sieht hier auch Expiration. Das finde ich sehr cool. Du kannst mich damit einstellen, wie lange die Order quasi drinnen bleiben soll und wann sie automatisch rausgenommen werden soll. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. So, um jetzt hier wirklich einen speziellen Coin quasi auf der Börse zu finden, müsst ihr das Kürzel eingeben, weil nicht alle Coins direkt angezeigt werden. Wir klicken jetzt hier zum Beispiel und geben den Wager Coin ein. Und wir sehen auch schon, jetzt wird er uns angezeigt. Davor war das nicht der Fall. Das ist der Punkt, wo ich sage, hey, okay, das könnte man noch ein bisschen optimieren. Aber es sind natürlich auch extrem viele Coins, die ja schon auf der ICO-Plattform von Waves quasi gemacht worden sind und jetzt hier in dieser DEX drinne sind. Dementsprechend muss man hier einfach schauen, okay, welche Coins gibt's? Kann man sich natürlich über CoinMarketCap und so weiter einfach mal anschauen. Und wenn wir jetzt hier natürlich draufklicken, dann sehen wir auch direkt den Wager Coin quasi und haben hier zum Beispiel den das ist der Tageschart, wird hier als 24-Stunden-Chart quasi angezeigt. Und damit findet ihr auch eure favorisierten Coins von dieser Börse. Und hier haben wir direkt die Möglichkeit, einen eigenen Coin zu erstellen. Das heißt, wir haben wirklich hier in dieser einen Plattform, in dieser einen Seite im Endeffekt ein funktionierendes Wallet, eine DEX und direkt eine ICO-Plattform. Das ist super, oder? Also, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ihr habt hier die Möglichkeit auf Token Generation, oh mein Gott, ja, einfach die Token-Erstellung auszuwählen und hier den Namen von eurem Coin einzugeben, die Beschreibung eures Coins, wie viele Coins es haben soll. Hier unten natürlich die Dezimalzahl, das heißt quasi in wie viele Kommaschritten nach hinten das Ganze aufgeteilt werden soll. Und dann haben wir hier direkt eine Vorschau und wir sehen, das Ganze kostet 1 Waves und das ist das, was ich vorhin zu euch meinte. Ihr müsst nur 1 Waves bezahlen, um euren eigenen ICO zu machen und dann ist er direkt
im System auf der Blockchain von Waves. Wenn ihr jetzt einen eigenen normalen ICO machen wollt und den irgendwann auf Binance listen wollt, ihr wollt nicht wissen, wie viel Geld das kostet. Und das finde ich halt den großen Vorteil an dezentralen Börsen. Natürlich sind zentralisierte Börsen super für große Anleger, aber für jetzt Leute, die eine Idee haben und die umsetzen wollen und einfach starten wollen, finde ich das auf jeden Fall eine super Art und Weise hier, wie sie das gemacht haben. Und jetzt schauen wir uns noch die restlichen Funktionen hiervon an. Und zwar hat sich Waves natürlich auch gefragt, okay, wir haben jetzt hier ein Wallet, wir haben jetzt hier eine Börse und wir haben eine ICO-Plattform. Was will unser Kunde noch? Und was unser Kunde noch will, ist ein Blockfolio. Und da haben wir hier unser Portfolio, was wir öffnen können. Und natürlich ist auf diesem Demo-Account aktuell nichts drauf, aber ihr habt quasi wirklich alles in einem. Also mir fällt jetzt auf Anhieb nicht ein, was hier noch fehlen würde. Ihr habt direkt noch ein Portfolio, wo ihr natürlich euer Wallet nochmal aufgelistet seht, was ihr im Moment habt, was ihr aktuell in Orders habt, was das aktuell in US-Dollar wert ist. Ich hoffe, ihr seht das hier und könnt das Ganze nachvollziehen. Also ich finde es super gemacht auf jeden Fall. Und natürlich über Transactions habt ihr hier nochmal eine Transaktionsübersicht, könnt euch das Ganze fürs Finanzamt oder für sonstige Steuererklärungen hier exportieren oder für euch selber, je nachdem, wie ihr das Ganze natürlich macht. Und der letzte Punkt, den wir hier jetzt noch haben, erstmal hier oben auf der Seite, ist Leasing. Und zwar ist es ja so, dass man, sage ich mal, seine Coins verleihen kann. Diese Coins gehen dann quasi in ein anderes Node und dadurch least ihr quasi eure eigenen Coins. Das heißt, ihr kriegt einen kleinen Reward da drauf. Finde ich sehr interessant. Kann man sich auf jeden Fall nochmal näher angucken und vielleicht machen wir da auch nochmal ein einzelnes Video zu. Was wir uns jetzt noch anschauen, sind die Einstellungen, weil es hier nochmal ums Thema Sicherheit geht. Und ich will das Ganze auf jeden Fall damit abschließen, dass wir nochmal das Thema Sicherheit kurz anschauen. Dafür klicken wir unten auf das Zahnrad. Auf dem Zahnrad haben wir erstmal die natürlich normalen Informationen. Man hat hier zum Beispiel Spracheinstellungen. Es gab jetzt noch keine deutsche, deswegen habe ich es natürlich auf Englisch gelassen. Dann haben wir eine Session Timeout und damit ist natürlich gemeint, hey, okay, wenn ihr 5 Minuten nicht am Rechner seid, soll er sich dann automatisch ausloggen. Die würde ich zum Beispiel ein bisschen höher stellen, auf 1 Stunde zum Beispiel, weil es einfach auch vorkommt, dass es bei mir auf einem anderen Bildschirm liegt und ich dann nichts mache. Will natürlich trotzdem, dass ich nicht ausgeloggt werde in der Zeit. Dann gehen wir weiter in Security und hier wird es interessant, weil hier haben wir unseren Private Key, hier haben wir unsere Backup Phrase, hier haben wir einen Public Key und die Adresse und das ist das, was ich meinte vorhin. Wenn ihr einen Account macht, wenn ihr irgendwas macht, egal was in dieser Kryptowelt, dann sichert eure Daten so gut es geht und ich würde die Art und Weise bevorzugen, wie ich das vorhin gemacht habe. Auch nochmal ein kleiner Tipp an der Stelle, hat jetzt hiermit nichts zu tun, wenn ihr einen Google Authenticator benutzt. Dann macht, bevor ihr den Google Authenticator einstellt, wo ihr dieses QR-Feld habt, was ihr abscannen müsst, druckt das aus, macht einen Screenshot von, also macht einen Screenshot, druckt es aus, weil das hat den Vorteil, dass wenn der Google Authenticator verloren geht, euer Handy geht kaputt, dann habt ihr noch das Blatt, wo der Google Authenticator draufsteht und ihr könnt es einfach mit dem nächsten Handy nochmal abscannen, abfotografieren und schon habt ihr wieder euren Google Authenticator. Kleiner Tipp an dem Punkt. Network, natürlich für die meisten IT-Menschen unter euch, die auf jeden Fall ein bisschen tiefer in der Materie drinnen sind, ist das auch nochmal sehr interessant. Geht es um Spam, da geht es natürlich um Node. Ich kenne das aus anderen Wallets, dass man zum Beispiel zwischendurch bei einem Node-Update oder sowas wieder offline gestellt wird. Da muss man sich mal wieder online stellen, aber da geht es eher so um zum Beispiel Masternodes, die Richtung und sowas. Hat jetzt hiermit nichts zu tun. Bei Info sehen wir natürlich noch die aktuelle Version, da einmal drauf achten. Habe ich gerade die aktuellste Version? Wie gesagt, bei uns ist es gerade die Beta-Version, die wir testen. Und ja, aber da wird euch Waves definitiv auf dem Laufenden halten, wenn es hier eine neue Version geben sollte. Und zum Abschluss haben wir nochmal für euch rausgesucht, wie ihr denn jetzt zum Beispiel Euro einzahlen könnt. Wir hatten das vorhin mit US-Dollar, aber man sieht natürlich auch direkt auf Anhieb, dass man auch ein Euro-Wallet hat. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Geld, also Euros von eurem Bankkonto natürlich auf diese DEX laden wollt, um Coins zu kaufen, um hier Kapital zu haben, dann könnt ihr hier auf Receive klicken und habt hier die Möglichkeit, über die Bank quasi Geld einzuzahlen. Dafür müsst ihr euch registrieren bei ID Now, müsst verifiziert sein. Da geht es dann natürlich um Sachen wie Personalausweis, Bankausweis, Bankverifizierung und dann geht's los. Hat einfach natürlich den Vorteil, dass man hier nicht über ein anderes Konto quasi einzahlen kann, dass das Ganze verifiziert ist auf euren Namen. Ich finde das super. Desto mehr Verifizierung ihr machen müsst, desto sicherer könnt ihr euch sein, hey, okay, hier geht alles mit rechten Dingen zu. Deswegen bin ich ein Freund auf der einen Seite von diesen Sachen. Natürlich ist es ein bisschen lästig, aber ich finde es super. Man hat die Möglichkeit und man sollte sie auf jeden Fall nutzen, wenn man sie schon hat. Und natürlich sich nochmal mit den Transaktionskosten auseinandersetzen, das nur nochmal im eigenen Sinne. So, und ich freue mich natürlich, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem kleinen Review hier von den Waves DEX. Ich hoffe, waren einige Mehrwerte mit dabei. Wie gesagt, wir haben das Ganze live gemacht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video fandet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Liebe Grüße, Gripvision.